Egal wo du auf Deutschlands Straßen unterwegs bist, an ihnen kommst du nicht vorbei. Auf insgesamt 120 Autobahnen und 13.200 Kilometern findet man sie überall. Raststätten. Aber irgendwie ist es doch immer eine Überwindung, oder? 1,85 € für den Liter Super 95. Sind schon teuer. Weil es viel zu teuer ist und überhaupt nicht schmeckt. Und vor allem für das, was man bekommt, lohnt sich nicht. Aber wenn der Hunger da ist, dann muss man halt sich was holen. Was ist das Problem? Wieso sind deutsche Raststätten so teuer und ekelhaft? Ich möchte mich heute genau dieser Frage widmen und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Okay, starten wir mal mit einem kleinen Blick auf unsere Autobahn in Zahlen. Insgesamt gibt es rund 1940 Rastanlagen in Deutschland und davon sind etwa 440 bewirtschaftet und bieten Servicebetriebe wie Tankstellen und Raststätten, während die restlichen 1500 unbewirtschaftet sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Name Tank und Rast. Das Unternehmen aus Bonn betreibt neben 410 Rastanlagen an deutschen Autobahnen auch noch 360 Tankstellen und 50 Hotels. Und damit gehören Tank und Rast über 90% der Raststätten und sie werden dadurch auch als quasi Monopol bezeichnet. Tatsache ist halt wirklich, dass es kaum eine Alternative direkt an der Autobahn gibt. Doch die Geschichte beginnt mit einem staatlichen Unternehmen. Und dafür zurück ins Jahr 1951. Hier wurde die Gesellschaft für Nebenbetriebe der Bundesautobahnen, kurz GFN, gegründet. Als staatliche Gesellschaft arbeitet sie mit Privatbetreibern zusammen. Im Jahr 1994 wurde dann die GFN mit der Ostdeutschen Autobahn-Tankstellengesellschaft zusammengelegt und die Tank- und Rast AG entstand. Geplant war davon, Anteile an der Börse zu verkaufen, um Geld für die Staatskasse einzuspielen. Nur 4 Jahre später änderte sich aber dann einiges. Für umgerechnet 600 Millionen Euro geht Tank und Rast an Investoren. Und von hier wurden die Anteile immer weiter verkauft, zuletzt 2015. Kommen wir mal zurück in die Gegenwart. Die Raststätten sind teuer und die Außenanlagen oft vermüllt. Jedes Jahr veröffentlicht der ADAC dazu einen Rastanlagentest. Von den insgesamt 40 getesteten Anlagen gab es keine einzige, die die Note sehr gut erreichte. Aber immerhin 8-mal ein Gut als Bewertung. Das Essen hat zum Beispiel eigentlich ganz gut abgeschnitten. Meistens gefiel das Angebot den Testern und daher gab es auch ganz gute Noten dafür. Ein etwas größeres Problem sind dahingegen die Preise. Neben der Gastronomie, die nicht allzu günstig ist, gibt es auch noch die Tankstellen-Shops. 3/4 wurden hier mit teuer oder sehr teuer bewertet. Was hier aber auffällt, sind die extremen Preisunterschiede. Für das Kindermenü mit Nuggets plus Getränk beispielsweise mussten Gäste je nach Rastanlage zwischen 3,99 € und 6,99 € bezahlen. Der Schnitzel mit Pommes kostet zwischen 10,99 € und 19,99 € und diesen Preisunterschied merken auch die Verbraucher. Schrecklicher Service, exorbitante Preise und riesige Spinnen am Ausgang zur Terrasse. Ich habe 1 Stunde auf 3 Currywürste gewartet. Nur heute im Angebot 2 Tüten Chips für 12,99 € statt 16,99 €. Hallo, eine Tüte Chips kostet bei Lorenz nicht einmal 1 €. Oder Oreo, 4,98 €. Eine Bockwurst, 5,99 €. Brötchen extra und Senf oder Ketchup. Also die erste Surway-Raststätte war schon echt unmöglich. Aber dieser war echt unterirdisch. Die Preise für eine Currywurst mit Pommes liegen bei 15 €, Kids Box bei 8 €. Lachhaft. Zum großen Preisunterschied sagt aber Tank und Rast seit Jahren. Die Franchise-Partner führen ihre jeweiligen Betriebe als selbstständige Unternehmer mit Kundenfokus in wirtschaftlicher Eigenverantwortung. Auch bei den Außenanlagen ist übrigens noch viel Luft nach oben. Regelmäßige Erholungspausen sind ja auf Langstrecken extrem wichtig, besonders für Kinder. Manche Anlagen hatten gar keinen Spielplatz, andere waren geschlossen oder zu eintönig. Und nur bei knapp der Hälfte der Anlagen gab es auch indoor eine Spielecke zum Austoben. Jetzt aber nochmal zu einem ganz anderen Punkt. Wir kennen sie alle, die Pinkelpausen an der Autobahn. Und genau da kommt einem immer wieder das Unternehmen Sunnyfair unter. Angefangen bei einem Preis von 50 Cent bei der Einführung 2003, kostet jetzt ein Klogang 1 €, vereinzelt sogar 1,50 €. Wie konnte es aber eigentlich so weit kommen? Tatsächlich müsste das eigentlich sogar kostenlos sein. Dafür hier zum Privatisierungsvertrag aus dem Jahr 1998, in dem steht: Die Tank und Rast AG wird Regelungen hinsichtlich einer ganzjährigen, durchgehenden unentgeltlichen Benutzung der sanitären Anlagen, soweit im Verhältnis zu den Betreibern der jeweils betroffenen Nebenbetriebe vertraglich durchsetzbar, akzeptieren.
Aber man bekommt ja einen Wertbon und dadurch klingt es zumindest fair. Einhaken: Natürlich kann man pro Produkt nur einen dieser Bonds einlösen. Noch ein größeres Problem: viele dieser Bonds werden gar nicht erst eingelöst. Hier zum Beispiel eine Umfrage des RBBs. Rund die Hälfte der Kunden lösen die Sunnyfair Bonds nicht ein. Und das bringt natürlich wieder einiges an Geld für den Mutterkonzern Tank und Rast. Laut einigen Experten mehrere Millionen. Der Konzern meint dahingegen: Unserer Erfahrung nach machen Kunden sehr gerne von der Möglichkeit Gebrauch, ihre Wertbonds bei unseren Partnern einzulösen. Entweder sofort oder später. Übrigens bewertet der ADAC die meisten Toiletten als gut ausgestattet und sauber. 90% bekommen ein gut oder sogar ein sehr gut. Trotzdem ist die Lage im Großen und Ganzen alles andere als gut. Schauen wir uns dafür die Hauptprobleme an. Angefangen mit dem Pachtsystem. Ja, Tank und Rast verpachtet den Großteil der Anlagen an private Unternehmer. Nur rund 15 Betriebe werden in Eigenregie vom Konzern geführt. Die Pächter führen die Raststätten in Eigenregie und bestimmen auch die Preise, zumindest offiziell. Wir erinnern uns ja an die Stellungnahme von vorhin. Ganz so einfach scheint die Sache aber nicht zu sein, denn diese Unternehmen seien wirtschaftlichen Zwängen unterlegen, so zumindest ein Insider, der mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesprochen hat. Der ausführliche Artikel ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, lohnt sich auf jeden Fall mal, den durchzuschauen. Gezahlt müssen also fixe und variable Pachten, die sich am Umsatz orientieren. Obendrauf kommen aber auch noch zusätzliche Franchise-Gebühren für die Toiletten von Sunnyfair oder dem Essensangebot von Stairways. Ablehnen könne ein Pächter oder Pächterin diesen Service kaum. Da haben sie nicht viel Spielraum, genauso wie bei den Getränken und Speisen. Alles vorgeschrieben, genauso wie eine Preisspanne. In dieser Preisspanne darf der Pächter aber selbst entscheiden, wie teuer er ein Produkt anbieten möchte. Daher auch die teils echt unterschiedlichen Preise an Raststätten. Auf den ersten Blick könnte man zwar denken, dass es Tank und Rast eigentlich ganz gut geht, doch nach einiger Recherche zeigt sich eigentlich was ganz anderes. Dem Unternehmen geht es gar nicht gut. Das Unternehmen macht ständig Verluste in dreistelliger Millionenhöhe. Es hat einen Schuldenberg. Wagen wir dafür einen Blick in den Jahresabschluss des letzten Jahres. Insgesamt kommen wir hier auf 3,11 Milliarden Euro Schulden. Und das ist nicht wenig. Das Geschäft mit den Raststätten läuft so schlecht, dass sich aktuell viele Pächter zurückziehen. Aber wir müssen hier natürlich auch auf den Umsatz schauen. 53,53 Millionen Euro ist nämlich auch nicht wenig. Und das bringt uns zum nächsten Problem. Das Tanken. Teilweise 40 Cent teurer pro Liter E10 oder Diesel als an der ersten Tankstelle nach einer Ausfahrt. Der Grund? Die Ölkonzerne zahlen für das Recht, ihren Kraftstoff an der Autobahn verkaufen zu dürfen. Hohe Summen. Das Geld muss dann irgendwie wieder reingeholt werden. An Tankstellen sind zwar Lkw-Fahrer und Geschäftsreisende die Hauptkunden, die mit der Tankkarte des Arbeitgebers unterwegs sind. Im Endeffekt trifft es aber dann die Privatreisenden und Familien, die zahlen dann drauf. Tatsache ist aber auch, wer 24/7 offen sein muss, kann auch etwas teurere Preise verlangen. Aber genau aus solchen Gründen weichen immer mehr Leute auf Autohöfe aus, weil die einfach preiswerter sind. Der Großteil der Produkte hier ist viel günstiger als an der Autobahn. Und auch wenn in der Politik nicht sonderlich viel dagegen getan wird, es gibt auch Gegner von Tank und Rast. Einer von ihnen, Viktor Perli, Bundestagsabgeordneter der Linken. Das Prinzip auf der Autobahn ist so simpel wie ungerecht. Infrastruktur und Verluste werden vom Staat getragen, die Kunden zahlen Mondpreise und den Gewinn machen die Finanzinvestoren. Und jetzt gibt es erst recht noch mehr Monopolpotenzial für Tank und Rast. Der Konzern wurde nämlich zusätzlich auch mit dem Ausbau von Schnellladesäulen an Raststätten beauftragt. Tesla und der niederländische Ladestationenbetreiber Fastnet haben deswegen auch Streit mit dem Quasi-Monopolisten. Hier erzielte aber Tank und Rast vor wenigen Monaten erst einen Etappensieg vor Gericht. Am Ende zeigt sich also, deutsche Raststätten sind nicht einfach nur schlecht, weil das Essen teuer ist oder weil die Toiletten Geld kosten. Das eigentliche Problem liegt viel tiefer. Im Monopol von Tank und Rast, in undurchsichtigen Pachtverträgen, in fehlendem Wettbewerb und der Politik, die seit Jahrzehnten so etwas zulässt. Für Autofahrer lohnt es sich also letztlich doch eher zu Autohöfen zu fahren oder einfach etwas zu essen von zu Hause aus mitzubringen. Was haltet ihr von deutschen Raststätten? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Hier geht es zu einem ganz ähnlichen Video zu Deutschlands Brückenproblemen. Um solche aufwendigen Videos zu produzieren, würde es mich riesig unterstützen, wenn ihr diesen Channel abonnieren würdet. Danke fürs Zuschauen und bis bald hoffentlich.